Herzlich willkommen zu Bikepacking Dänemark, Tag 4. Ja, über Nacht hat es jetzt gut abgekühlt. Die letzten Tage waren es immer bis zu 30 Grad. Ich glaube, jetzt werden es so bis 21, 22 Grad. Anne ist da vorne noch im Zelt. Wir packen jetzt unsere Sachen zusammen und werden dann die Fahrräder da hinten und in dem Unterstand bestücken. Da stehen die nämlich jetzt über Nacht und da haben auch die Sachen zum Trocknen drüber gehangen. Ja, was geht denn da ab? Eine Regenjacke in Dänemark? Ich glaub's nicht. Endlich! Dann haben wir sie nicht umsonst eingepackt. Genau, heute Morgen ist es nämlich doch noch ein wenig frischer. Aber es regnet nicht. Aber es regnet nicht, genau. Wir starten. Nur für die Wärme. So, wir rollen. Die Fähre fährt heute Morgen erst um 9. Also die erste fährt um 9. Deswegen fahren wir jetzt erst zum Bäcker, frühstücken ausgiebig. Und dann setzen wir auf die andere Insel über. Zimtschnecken gab es da, aber kein Kaffee. Jetzt fahren wir noch mal zur Tankstelle, Kaffee besorgen und dann frühstücken. Während Anne Kaffee holt, werde ich jetzt mal von allen Rädern den Reifendruck noch mal prüfen und erhöhen. Ja. Arbeitsteilung. Bei dieser Fähre gibt es keinen Verkauf online, da gibt es diesen Automaten, der ist wohl hier drin. Hat funktioniert. So, unser Ticket. Die Sonne scheint. Gute Backwagen. Ja. Richtig cool. Ich kann die Animation der Karte mal hier machen. Also wir starten jetzt in Stubbe-Koping, hier mit der Fähre rüber, fahren hierher diese blaue Linie bis hier hinten. Hier soll es wohl, glaube ich, irgendwie ein Naturpark oder sowas sein. Dann geht es hier oben zurück. Hier irgendwo kaufen wir uns nochmal neue Schläuche. Dann hier über Stiege. Das hier ist, glaube ich, keine Fährfahrt, sondern eine Straße. Hierher über Vordingborg und dann ist hoffentlich hier ein Campingplatz. Damit man das anhand der Gesamtstrecke einordnen kann, wir sind jetzt hier und wir enden heute Abend hier. Ciao. So, willkommen auf Bogo. Wir sitzen auf dem Rad und die Sonne kommt raus. Und schon verlassen wir Bogo wieder über eine Straße durch die Ostsee. Links und rechts nur Wasser. Wir dürfen jetzt hier von der Straße ab und rechts abbiegen. Gut, ruhige Straße. Wir können auch dann wieder ein bisschen langsamer fahren. Genau. Ja. ...19 Kilometer haben wir jetzt, kleiner Verpflegungsspot, Vaseline, nochmal Jacke ausziehen. Ein kleines Waldstück. Bisher deutlich schöner als die letzten beiden Tage. Mehr Abwechslung irgendwie, ne? Es geht hoch und runter. Mal ein bisschen Aussicht. Und wunderschönes Wetter auch heute. Ja, wir haben wieder Glück. Bisher ja während der Fahrt noch kein bisschen geregnet. Zweimal dann abends auf dem Campingplatz. Ja. Das nehmen wir dann so. Ja, und ich kann halt ganz normal fahren. Die gebrochene Speiche ist gefixt, keine 8 im Rad, läuft super smooth. Der Luftdruck hält aktuell. Herrlich. Habe ich gestern einen Schock bekommen in dem Moment, ey. Da denkt man, ja, ist der Urlaub jetzt zu Ende und ja, alles Mögliche geht einem da durch den Kopf. Also gestern ist ja der Mario plötzlich ganz abrupt gestoppt und hat geflucht.
Und ich habe davor noch gesehen gehabt, oh, irgendwas hat er mit seinen Füßen komisch gemacht. Ja, aber trotz der Panne und der gebrochenen Speiche hatte ich zu keinem Zeitpunkt irgendwie Sorge, dass das jetzt unseren Urlaub beeinflusst. Für mich war klar, ja, wir reparieren das jetzt irgendwo. Das gefällt uns doch. Heute haben wir wieder viele Tourenradler um uns herum. Wir haben gerade Rückenwind. Bis jetzt war die Notwendigkeit einer Süßigkeitentüte nicht so da. Aber jetzt, ich glaube, das hängt einfach mit den Steigungen zusammen. Heute haben wir wieder ein bisschen mehr. Auf Bergen und Anstiegen hat man einfach mehr das Bedürfnis, sich zu belohnen. Oder? Ja, und wir brauchen Nachschub, Kräftenachschub. Okay, das ist schon wow. Also das ist heute echt megamäßig. Dieser Zipfel scheint auch irgendwas naturmäßig Besonderes zu sein. Ich habe jetzt noch nicht den Namen herausgefunden. Vielleicht blende ich das mal ein oder sage später noch mal. Ja, einfach toll hier. Es geht ein bisschen bergauf an diesem Zipfel hier. Lindeshofen, Monstrin. Hier sind jetzt die Parkplätze zu dieser Felswand, die dann ins Meer führt. Deswegen sind die alle hier. Aber ja, die parken halt da, laufen dann dahin. Und wir wollen uns eigentlich ungern mit unseren Fahrrädern da durchschlängeln und quetschen. Und ja, dann bist du an dem Felsen und bist du doch nicht alleine. Und eher blöd so mit dem Rad und dem ganzen Gepäck. Villa Huno, Restaurant, Hotel, 300 Meter. Okay, das sieht ja krass aus da. Der Holzbau, scheint wohl das Restaurant zu sein. Der Laden hat heute geschlossen. Wir fahren jetzt weiter. Es ist ja noch früh, 12:08 Uhr. Ja, mal schauen. Wir hoffen auf einen nächsten Supermarkt. Ja, man sieht die Schatten der Wolken sich auf dem Feld bewegen. Krasse Straße. Ja, wir sind jetzt praktisch wieder auf dem Weg in die andere Richtung zurück. Fahren nur parallel. Vorhin sind wir da hergefahren. Ja, und jetzt suchen wir weiterhin nach was zu essen. Spätestens in Stege in 15 Kilometern gibt es was. Das schaffen wir auch. Ja, auf einmal kommt hier ein Dali Bruxen ohne Tanke. Cool. So, wir haben uns gut eingedeckt. Caesar Salad, ein bisschen Frucht und Sternemix. Jawohl. Und die hatten auch wirklich gute Backwaren, also auch wieder angesehen. Aber ich dachte jetzt, ist okay so. Ja. Und schmeckt's? Mir gerade eine Fliege in die Nase reingeflogen, ey, das ist so unfair.
Wir sind ja jetzt wieder gestartet Richtung, oh, wohin geht's jetzt? Stede, glaube ich. Die größere nächste Stadt zumindest. Und da wird der Mario vor allem mal seine Fahrradschläuche kaufen. Und ganz wichtig, meine Food Pouch ist jetzt gefüllt. Die nächsten 60 Kilometer können also kommen. Hier irgendwo soll der Fahrradladen sein. Ja. Ja, das war jetzt auch interessant. Also in dem Haus hinter mir da sollte der Fahrradshop gewesen sein. Es ist aber kein stationärer, sondern der fährt wohl mit seinem Transporter rum und repariert die Fahrräder der Kunden. Aber da haben sie jetzt auch ja, gar nichts, ne? Nicht mal Schläuche. Also fahren wir unverrichteter Dinge weiter. Vielleicht finden wir was in Stege. Der Weg jetzt nach Stege ist dann eher wieder so ein Transferstück. Wir haben uns gerade dahingestellt, um zu gucken, wo denn ein Fahrradladen ist. Und dann sehe ich, dass der genau an der Straße, wo wir eh hergefahren werden, 100 Meter weiter ist. Da ist er. Das ist jetzt wirklich ein netter Zufall. So, ich habe was bekommen. Zweimal passend. Vorhin wurde uns schon gesagt, dass in Stege irgendwie der Bär los ist. Da sehe ich jetzt schon die erste Straßensperrung. Wir schauen mal, wie wir da rumkommen. Wir umfahren das mal. Fahren mal hierher, guck, ja, perfekt. Wir haben den Flohmarkt geschickt umfahren, wären jetzt eigentlich hier rechts rausgekommen und biegen jetzt hier links ab über die Brücke. Wir haben Stege verlassen, sind jetzt hier auf einer größeren Straße. Es sind noch ca. 25 Kilometer, schätze ich mal, bis zum Campingplatz. Ja, kommt dann heute früh an, können noch mal so ein paar nasse Sachen trocknen. Ja, also das hier ist ja ordentlich scheiße. Viel an der Straße entlang. Wenn ich es richtig weiß, verlassen wir jetzt die Insel Moon, fahren hier über die Brücke und ja, dann, ich weiß gar nicht, wie das heißt, wo wir dann hinfahren. Sag ich später nochmal. Eine ganz besondere Rasse, glaube ich. Die Braun-Schwarz-Bärkuh oder so. Mhm. Stimmt. Aber die dänische Braun-Schwarz-Bärkuh. Ja, genau. Ja. Aber das waren 3 kleine Kälbchen. Dann brauchen wir uns um den Fortbestand der Rasse keine Sorgen machen. Das nächste Ziel ist Vordingborg, so circa 21 Kilometer noch. Und da haben wir uns fest vorgenommen, da gibt es ein großes Eis. Ist heute mit ja, 115, 110 Kilometern der zweitlängste Tag bisher. Gestern waren es 125. Kriegen wir uns noch mal ein. Weil es ist ja Sommer in Dänemark. Ja. Hier werden die Weihnachtsbäume angepflanzt. Hi! Wie viele Kilometer noch? I don't know. Mehr als 10, schätze ich. Ich habe ja vorhin von dem Transporter erzählt, von dem Fahrradschrauber. Ich glaube, das ist der, weil den habe ich auf der Homepage gesehen. Crazy. Was für ein Zufall. Ich meine, das ist 40 Kilometer später. Ja? Kurz vor Vordingborg. Wir haben uns gerade einen Überblick verschafft über den Ort hier. Wir fahren jetzt einmal um die Schlossruine und direkt daran anschließend gibt es eine Eisdiele. Das heißt hier Ishus. Perfekt. Ishus? Ishus. Ishus, also ganz schön. Nee, Iskiosk, aber Ishus, ja, irgendwie sowas. So, was gibt's bei dir? Kalbkugeln, Gürteletsche, Himbeer, Blaubeer, glaube ich, oder irgendwie sowas Cremiges und nochmal Blaubeer. Ah, okay. Ich habe auch Blaubeer, After Eight und Lemon. Lemon-Sorbet. Lemon-Sorbet, ja. Wir machen uns auf den Weg zum Netto und dann zum Campingplatz. Kurz vorm Campingplatz. Wir sind da.
Die Strecken gibt's wie immer auch auf Komoot und Strava. Links zu meinen Accounts sind in der Videobeschreibung. So, wie immer haben wir nicht reserviert, also es ist immer ein bisschen spannend. Wobei wir auch hier jetzt eigentlich keine Sorge haben, dass wir eigentlich nichts kriegen. Aber mal sehen. Ja, das war easy. Sie hat zu mir rübergerufen, wenn ihr wollt, sucht euch einfach was und zahlt morgen früh. Das heißt so, ja, dann habt ihr ab 8 Uhr offen. Ja, kann ich denn noch jetzt zahlen? Ja klar, auch okay. Ja, dann war ich da. Ja, und jetzt duschen ist umsonst. Sucht euch was aus. Ciao. Perfekt. Wir haben uns jetzt einen Platz ausgesucht, und zwar der da. Fahrräder stehen hier, bauen wir jetzt ab und das Zelt auf. Und heute wollte ich euch zeigen hier mein Cockpit. Und zwar dieses Top-Tube-Bag, die ist ja verschlossen von Apidura. Wenn man aufmacht, einfach mein Handy drin und mein Schloss. Und jetzt ist ja, hier noch ein Beleg. Und das verschließt sich dann schön mit einem Magnet. In der rechten Food Pouch steckt einfach die GoPro drin, mit der ich jetzt filme. Ja. Dann hat diese, ja, das ist die Apidura Food Pouch Plus. Die hat außen noch so Mesh-Taschen. Da drin habe ich jetzt die Elektrolyt-Tabletten, Blistex Lippenbalsam. Hier auf der anderen Seite von C2 Summit einen federleichten Rucksack. Ja, schön griffbereit, weil wenn Anne dann, wie gerade auch im Netto war, dann kommt sie mit Sachen raus und dann teilen wir uns die Sachen auf, hälftig, und dann packe ich meine Sachen eben hier rein und schnell auf den Rücken. Ja. Und in der anderen Food Pouch auch Sachen, die ich so mal gerne schnell brauche. Für Dänemark brauche ich es jetzt eigentlich nicht, aber hier eine Stirnlampe, weil ich ja jetzt aktuell kein Frontlicht dabei habe. Falls wir mal durch einen Tunnel fahren würden, hätte ich die eben auch schnell auf dem Kopf. Dann bei dem Wetter wichtig Sonnencreme. Feuchte Tücher. Und dann hier noch Vaseline. Also ich schmiere mich bestimmt 3-mal am Tag mit Vaseline ein, den Hintern immer dann, wenn es mal ein bisschen zwickt. Das beruhigt und gibt einen kleinen Schutzfilm. Und ja, dann habe ich hier in der Mesh-Tasche ja noch ein bisschen Müll. Ne? Also irgendwas, was halt so anfällt auf dem Fahrrad, kann man da mal kurz eben reinstopfen und später dann mal wegschmeißen. Und dann ist da noch drin der Adapter für ja, fürs Autoventil. Auch schnell griffbereit, und auf der Rückseite habe ich nochmal Elektrolyttabletten, wie ich sie hier auch drin hatte. Ja, das war mein Cockpit. Wir schlafen heute wieder im Cabrio-Zelt. Wir sitzen hier ganz gechillt an der Sitzbank, auf der Sitzbank, die es ja hier in Dänemark eigentlich immer gab. Ne? Mhm. Ja, sehr cool. Wir vermissen unsere Campingstühle gar nicht. Bevor das Video zu Ende ist, nochmal kurzes Fazit zum Tag. Also der 4. Tag heute war nochmal richtig, richtig schön. War super, über die Insel Moon zu fahren. Das war schön hügelig, gab immer mal wieder Aussichten. Habt ihr alles gesehen. Ja, und der Campingplatz ist auch super toll, alle sehr locker hier. Und kurz vorm Campingplatz, schon am Netto, haben wir Christina und Jakob wieder getroffen. Die haben wir schon vor 3 Tagen getroffen. Da das erste Mal, und heute haben wir uns zufällig wieder gesehen. Ja, und dann haben wir den Abend zusammen verbracht und haben noch eine ganze Zeit zusammen draußen gesessen und uns unterhalten. Das war richtig cool. Die machen eine 13-monatige Europareise, sind jetzt schon seit 11 Monaten unterwegs, verbinden das auch mit einer UNICEF Spendenaktion. Da kann ich mal die Homepage noch einblenden. Und ja, das war einfach toll, und ja, jetzt freuen wir uns auf den morgigen 5. Tag. Also, gute Nacht und bis morgen. Der Vollkaskoschutz für dein Fahrrad von helden.de. Alles online, jederzeit kündbar und keine Selbstbeteiligung. Und mit dem Code MADO9 sparst du dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr.